noch einen schnellen Schluck Kaffee. Die Tasse ist leer, also stelle ich die Tasse in den Geschirrspüler. Und jetzt ist der Boden dran. Zuerst fege ich den Boden mit einem Besen. Der Besen. Mit dem Handbesen und der Schaufel kehre ich den Schmutz in die Schaufel hinein. Jetzt wische ich den Boden nass. Dafür brauchen wir einen Eimer mit warmem Wasser und in das Wasser gebe ich etwas Reinigungsmittel. Und jetzt wird der Boden nass gewischt. Das Wohnzimmer ist sauber, die Küche ist sauber, der Essbereich ist sauber, der Boden ist sauber, also geht's weiter ins Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer steht unser Kleiderständer, der Kleiderständer oder Wäscheständer. Und einige Sachen sind bereits trocken. Ich mache also jetzt zuerst die Wäsche. Die Badezimmermatte ist trocken. Ich falte die Matte und gebe sie gleich ins Badezimmer. Ich falte die trockene Wäsche. Ein paar trockene Stücke konnte ich abnehmen und falten. Diese Teile hier sind noch etwas feucht. Im Arbeitszimmer habe ich einen Teppich. Der Teppich ist weich. Ich sauge den Teppich mit einem Staubsauger. Der Staubsauger. So, ich habe jetzt den Teppich und den Boden gesaugt. Jetzt stecke ich den Staubsauger aus und ich räume den Staubsauger weg. Wegräumen. Auf meinem Schreibtisch herrscht Chaos. Ich räume also meinen Schreibtisch auf. Aufräumen. Die Steckdosen. Ich stecke die Stecker aus. Ausstecken. Ich wickle das Kabel auf. Das Federmäppchen und die Stifte. Ich gebe die Stifte ins Federmäppchen. Der Taschenrechner und das Notizbuch. Ich räume diese Gegenstände weg. Wegräumen. Ich wische den Schreibtisch mit einem feuchten Tuch. Das Arbeitszimmer ist sauber. Der Boden ist gesaugt. Die trockene Wäsche ist abgenommen. Der Schreibtisch ist aufgeräumt. Also geht es jetzt weiter ins Schlafzimmer. Die Bettwäsche habe ich gestern frisch bezogen. Heute sortieren wir Kleidung aus. Dieser Pullover zum Beispiel ist schön und sehr warm, also perfekt für den Herbst oder den Winter. Aber ich ziehe diesen Pullover kaum mehr an. Also werde ich diesen Pullover spenden. Hier in dieser Tüte sammle ich
Kleidungsstücke, die ich spenden möchte. Spendest du deine alte Kleidung oder verkaufst du alte Kleidungsstücke? Was machst du mit Kleidung, die dir nicht mehr passt oder die dir vielleicht nicht mehr so gut gefällt? Mein warmer Winterpyjama. Also bewahre ich diesen Pyjama nicht mehr im Kleiderschrank auf, sondern ich gebe ihn in die Herbst- und Winterbox. In dieser Box befinden sich unsere Wintersachen, wie zum Beispiel der Skianzug. Denn den Skianzug werden wir jetzt im Frühling nicht mehr anziehen. Diese Sachen packen wir wieder im Herbst aus. So, ich habe meine Kleidung aussortiert und jetzt ist wieder ein bisschen mehr Platz im Kleiderschrank. Und jetzt wird das Badezimmer geputzt. Ich sprühe Glasreiniger auf den Spiegel und wische den Spiegel. Das ist auch Reinigungsmittel für die Kontaktlinsen. Jetzt räume ich den Waschtisch ab. Mit der Bürste schrubbe ich den hartnäckigen Schmutz vom Waschtisch und Waschbecken. Trockenwischen. Ich wische den Waschtisch und die Fliesen trocken. Und jetzt muss natürlich noch die Toilette gereinigt werden. Ich putze das WC oder die Toilette oder das Klo. Für die Toilette verwende ich Reinigungstücher. Der Deckel und die WC-Brille und die WC-Bürste. Ich putze die Toilette mit der WC-Bürste. Die WC-Ente. Und zusätzlich gebe ich einen WC-Reiniger-Tab in die Toilette. Dieser Tab muss für einige Zeit einwirken. In der Zwischenzeit reinige ich den Badezimmerboden, die Fliesen, die Fliese. Zuerst fege ich den Boden. Und dann wische ich den Boden nass. Der Boden ist nass. Der Boden muss jetzt trocknen. Und zum Abschluss putze ich noch das Duschglas der Badewanne mit Glasreiniger und einem Mikrofasertuch. Sprühen. Ich sprühe das Reinigungsmittel auf das Glas. Wischen. Ich wische das Glas. Und jetzt gebe ich die Wäsche, die Schmutzwäsche, in die Waschmaschine. Der Mülleimer ist voll. Also werfen wir den Müll weg. Ich putze das Fenster. So, und abschließend tue ich den Frühjahrsputz mit dem Durchlüften der Wohnung. Ich öffne die Fenster der Wohnung komplett für ungefähr 10 Minuten. Diese Art des Lüftens nennt man Stoßlüften. So, wir haben jetzt geputzt, gewischt, gesaugt,
abgestaubt, gefegt, gelüftet, weggeräumt. Und jetzt gibt es aber eine Sache, die ich noch herräumen muss, um meine Wohnung wirklich bereit zu machen. Im letzten Video ging es um meine neue Wohnung. Du hast gelernt, wie man eine Wohnung beschreibt, wie du dein Zuhause beschreiben kannst. Eine wichtige Eigenschaft einer Wohnung ist die Tierfreundlichkeit. Ob der Vermieter Tiere in der Wohnung erlaubt oder nicht erlaubt. Und viele von euch wissen vielleicht von meinen älteren Videos, dass ich mir schon ganz lange ein Haustier wünsche. Und unser Wunsch geht endlich in Erfüllung. Wir bekommen ein Haustier und deshalb darf ich heute nach diesem Frühlingsputz hier ein paar Dinge in der Wohnung vorbereiten, denn in ein paar Tagen dürfen wir unser neues Familienmitglied abholen. Und ich freue mich schon sehr darauf und natürlich nehme ich dich dafür mit. Im nächsten Video lernst du unser neues vierbeiniges Familienmitglied kennen. So, aber jetzt muss ich mich sauber machen. Viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!